Der Europa-Champion-Titel begann bei WWE fulminant in einem großartigen Turnier und einem grandiosen Finale bei Raw in Berlin im Jahr 1997. Doch bereits 5 Jahre später endete die Existenz des Titels relativ humorlos und ohne große Fanfaren. Was geschah in dieser Zeit, dass aus diesem fulminanten Start am Ende nichts mehr wurde? Ich möchte mich auf diese Reise mit euch zusammen begeben, nach Inspiration von der Power Wrestling. Und deshalb steigen wir jetzt alle gemeinsam in die Zeitmaschine und betrachten dieses Thema gemeinsam. Intro ab! Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid zu diesem besonderen Thema, dem Europa-Champion-Titel. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu können auf meinem Back-to-Wrestling-Kanal. Gesund und munter quasi, hoffe ich, geht es euch auch nach dieser Zeit. Und Wrestling ist ja auch unsere Leidenschaft und in dem Wort steckt eben auch das Wort Leiden drin. Und da gehen wir so ein bisschen leider mit drauf ein, wenn es um den Europa-Champion-Titel geht, weil natürlich für uns Europäer dieser Titel eine große Bedeutung hat. Und ich habe hier schon das Power Wrestling Magazin in der Hand, ganz einfach. In der Januar 2025 Ausgabe, da hat der liebe Sebastian Hoffmann auch aus dem Back to Wrestling Kompetenzteam und aus das hohe Bein der Catchcast hier auf YouTube sich dieses Themas angenommen und das Ganze mal erörtert. Wie ist die Geschichte überhaupt des Europa-Champion-Titels? Das soll eine Serie auch werden über vergessene Titel. Und ich dachte mir, normalerweise machen wir das ja umgekehrt, dass Sebastian quasi Videos von diesem Kanal nimmt und die dann als Artikel schreibt, so wie hier. Einmal weitergemacht mit dem Back to Wrestling als die WCW-Variante quasi von heute, als wenn ich eine WCW machen würde von heute mit den heutigen Stars. Da hat er sich ausgedruckt einen Artikel von mir. Ich dachte, wir drehen das Ganze um, weil ich diesen Artikel halt, wie gesagt, sehr interessant fand und der hat mich einfach zum Nachdenken nochmal gebracht. Gerade weil dieser Europa-Champion-Titel sehr, sehr interessant begann, weil er ein sehr großes Rampenlicht eben bekommen hat. Also ihr könnt das Ganze dann natürlich auf den 2 Seiten hier noch einmal nachlesen und vielleicht werde ich es ein bisschen ergänzen, vielleicht gibt es ein paar neue Sachen dazu, schauen wir einfach mal. Ich werde auf jeden Fall auch immer wieder schön stichwortartig was dazu holen. Gerade der Beginn war ja was Schönes, weil es ein sehr hochkarätiges Turnier einfach war. Es waren 8 WWE-Superstars, die in dem Turnier bei der Express-Tour damals in Deutschland 1997 angetreten sind, in den verschiedenen Orten damals eben gewesen. Also da waren viele Orte, Köln, Oberhausen, unter anderem die dabei waren. Hamburg war auch dabei und dann war eben das Finale des Turniers in Berlin. Und nur um das Ganze euch einmal aufzuzählen, hier der Turnierbaum, beziehungsweise ich blende ihn dann auch ein, könnt ihr hier natürlich wunderschön sehen. Der British Bulldog gegen Mankind, Vader gegen Rocky Maivia, also bevor er richtig The Rock war, und amtierender Intercontinental Champion damals, Owen Hart gegen Flash Funk, Hunter S. Helmsley gegen Bret Hart. Und allein diese 8 Namen zeigen schon, okay, wir haben es ernst gemeint mit denen, die dort angetreten sind. Jetzt haben die meisten, ja, Flash Funk, Too Cold Scorpio, schon durchaus auch eine Granate im Ring in meinen Augen, habe ich sehr, sehr gemocht zu der Zeit auf jeden Fall. Und Bret Hart ist eigentlich sowas wie der Geheimfavorit gewesen. Bret Hart natürlich gerade in Deutschland ultra beliebt. Bis heute, ich merke es auch, wenn ihr hier dabei seid, einfach, was für eine große Rolle Bret Hart einfach spielt. Der British Bulldog sowieso in den 80ern, in den 90ern das Aushängeschild für die Veranstaltung in England und auch überhaupt in Europa gewesen. Ich erinnere da an eine Battle Royal in der Royal Albert Hall, die er gewonnen hat. Allgemein in Europa Battle Royals gewonnen. Auch die European Rampage Tour in München, die auf Tele 5 damals gezeigt wurde. Da hat ja auch der British Bulldog die Battle Royal am Ende gewonnen. British Bulldog hat viele Battle Royals gewonnen, gerade wenn sie in Europa waren. Klar, am Ende dann nochmal alle Stars. Also der Sinn einer Battle Royal ist auch einfach, am Ende zeigst du nochmal die Stars
alle quasi gemeinsam im Ring oder ganz am Anfang nochmal im Ring. Und damit hast du dann noch einen großen triumphierenden Babyface, der am Ende jubelt und zelebriert. Das ist einfach das Schöne und das Einfache auch, was du gerne machst. Auch so ein bisschen klassischer Catch, was du da gemacht oder machen konntest einfach. Und natürlich die weiteren Namen: Hunter S. Helmsley, Triple H, wie wir ihn kennen, war auch zu der Zeit eben mit Rocky Maivia, der mit in dem Turnier war, in 'ner Auseinandersetzung gerade kurz davor bei In Your House Final Four gewesen um den Intercontinental Champion-Titel. Vader sowieso eine unglaublich große Erscheinung. Mankind ist während der Tour gegen Sid angetreten um den WWE-Champion-Titel. Also da waren Namen da, wo du wusstest, okay, wenn die das machen, wenn die da in 'nem Turnier sind, dann bedeutet der Turniersieg etwas. Plus ein Turnier in Europa hat immer eine Bedeutung, weil wir europäische Zuschauer einfach mit einem Turnier mehr anfangen können. Das ist halt einfach auch Tradition. Es geht jetzt ganz einfach gesagt: Fußballturnier, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, 'n Turnier. Du hast Gruppen, jeder gegen jeden und die K.O.-Phase. Das zeichnet das Besondere aus. Und das ist auch der Clou an der Sache. Du wolltest etwas präsentieren, was vor allem in Europa ein Zugpferd sein kann. Etwas, womit du die Zuschauer in Europa auch nochmal anheizen kannst. Denn jetzt kommen wir zur Ausgangssituation von WWE. WWE war mitten in den Monday Night Wars, ein Begriff, der sinnigerweise damals nicht so stattgefunden hat wie danach. Nachdem die ganze Geschichte quasi vorbei war, also die Raw gegen Nitro, die WWE gegen WCW, die haben sich gegenseitig, also es war ein riesen Konkurrenzkampf und gerade Anfang 97 war die WCW uneinholbar. Die war 'n unglaublich heißes Pflaster zu der Zeit, sowohl für Stars, um dorthin zu gehen, als auch im Fernsehen, eine grandiose Fernsehshow zu sehen. Doch WWE hatte eines, gerade in dem Jahr, was sie nicht nur in dem Jahr, sondern einfach, was sie über Jahre davor etabliert hatten. Und das ist das Wichtige, was sie als Vorteil auch gegenüber der WCW eben hatten. Und das ist die internationale Vermarktung. Sie waren ein Fernsehprodukt, auch in Deutschland, auch in England, ohne jede Frage. Darüber wollen wir nicht reden. Nur die Vermarktung und was eingenommen wurde vom internationalen Markt, da war WWE ohne jede Frage. Das sagen ja auch selber die Verantwortlichen hier, Eric Bischoff, sagen sie ja auch selber, dass WWE da einfach viele Schritte voraus war. Und sie hatten eben diese Zugpferde, was ich angesprochen habe, im Turnier mit Bret Hart und dem British Bulldog, nur um zwei Beispiele dort zu nennen. Es waren natürlich die Stars, die wir kannten. British Bulldog war über Jahre da, der Engländer, das war der nächste Bezug, den wir hatten an einen Europäer bei WWE. Und Bret Hart hat Europa geliebt und er hat insbesondere Deutschland geliebt. Und gerade als Bret Hart 1992 das erste Mal WWE-Champion wurde und auch dann natürlich im Jahr 94, er ist quasi er ist in diese Bravo-Generation reingekommen und ist dort gewachsen, hat den Bravo Otto gewonnen, hat Fernsehauftritte in Deutschland gehabt. Der Undertaker, den wir hier hatten, der ist natürlich auch sehr beliebt in Deutschland gewesen, war damals bei Gottschalk bei der Late-Night-Show gewesen. Viele Dinge, die einfach dazu beigetragen haben, dass vor allem speziell WWE damals in Deutschland ein unheimliches Ansehen hatte und eben als Markt sehr attraktiv auch für Deutschland war. Und das ist das Schöne, das ist der Ausgangspunkt des Ganzen. Und 97 ist eben das Interessante an der ganzen Geschichte, dass das der einzige Trumpf noch war, den WWE hatte gegenüber der WCW, weil der Markt in den USA war verloren. Zu dem Zeitpunkt war er verloren. Das müssen wir relativ deutlich sagen. Die NWO-Geschichte war viel zu heiß und WWE hat sich geklammert an dem, was sie gerade noch hatten. Sie haben Stars verloren eben, die größten Stars. Und es war eher die Tendenz, dass Leute von WWE wieder rüber wollten. Du hattest zwar so jemanden wie Vader rübergeholt, aber das hatte nicht so funktioniert, aus den verschiedensten Gründen, wie es funktionieren sollte. Sid kam ja auch ursprünglich aus der WCW, wenn wir es so genau sagen will. Der ist immer sehr, sehr viel gewechselt. 91 WWE, dann wieder WCW. Davor war er bei der WCW, war dann bei WWE wieder im Jahr 95, dann verschwand er, dann kam er wieder. Bei ihm war das ja ein Hin und Her, wann er da war und wann er nicht da war. Ja, sie waren eben die ganz klare Nummer 2 in den USA, nur nicht international. So, und um diesen Markt
wo WWE international so stark besetzt war, dem hast du jetzt etwas gegeben. Und das war der geschäftliche Hintergrund. Und das ist das Wichtige. Immer wenn wir über etwas nachdenken in Wrestling, wenn du in Wrestling etwas machen willst, ist der geschäftliche Hintergrund eben das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ich weiß, dass ich es gerne mal entromantisiere, allerdings ihr seid hier und ihr bleibt hier und es werden mehr. Danke an alle, die auch dazu kommen hier auf dem YouTube-Kanal, weil das eben dazu gehört. Es ist mehr als ein einfaches, ja, ich finde das Match toll, ich finde den Moonsault geil oder die Triple Powerbomb durch 7 Tische. Wrestling ist das nicht. Wrestling ist knallharte Betriebswirtschaftslehre. Und das war knallharte Betriebswirtschaftslehre. Und wir wollen diesen Markt erobern. Und das, was wir dort, da haben wir unsere Aushängeschilder und das ist ein Stilmittel dafür. Und damit kommen wir dazu, was ist ein Titel eigentlich? Ein Titel im Wrestling muss immer eine Bedeutung haben, muss eingeordnet werden. Wenn ich den Titel einfach nur um seiner selbst willen mache, damit 2 Leute um etwas spielen, und ich benutze mit Absicht diesen Begriff spielen, ist er bedeutungslos, weil es so ist, als wenn man sich im Sandkasten um einen Eimer oder um irgendeine Schaufel schlägt, damit man Sand buddeln kann. Es ist wertlos. Ein Titel hat dann die Bedeutung, ihr seht es hier, mit dem Intercontinental-Titel zwischen Bret Hart, Roddy Piper, was bei WrestleMania 8 war. Wenn es um den Titel geht, dann muss der Titel auch eine Bedeutung haben. Warum wollen diese Leute den Titel haben? Und das ist im Übrigen auch ein wichtiger Teil der Geschichte des Europa-Champion-Titels, je länger dieser Titel andauerte. Und am Anfang haben wir es ja gemerkt. Am Anfang hatte er eine wichtige Bedeutung. 8 Leute treten gegeneinander an. Und um auch das Turnier mal vernünftig aufzuziehen, weil ich will ja auch die Ergebnisse dann auch nennen, wie sie in der Power Wrestling formuliert wurden. Also am 20. Februar 1997 in der Aschaffenburger Unterfrankenhalle während der Express-Tour. Da begann das Ganze. Im ersten Viertelfinale besiegte der British Bulldog Mankind mit Paul Bearer. An den folgenden Tagen schlug Vader in Chemnitz Rocky Maivia, Owen Hart in Dresden Flash Funk und Bret Hart in Köln Hunter Hearst Helmsley mit China. In Oberhausen gewann der Bulldog gegen Vader im Halbfinale. Am nächsten Abend besiegte Owen in Hamburg seinen Bruder Bret. Das Finale um den Europatitel fand dann bei Raw statt und das Finale war dann am 3. März 1997 bei Raw in Berlin, eine ganz besondere Raw-Ausgabe. Es war die erste Raw-Ausgabe in Deutschland, logischerweise. Da gibt es tolle Geschichten und die will ich einfach dem Chefredakteur von der Power Wrestling nicht wegnehmen, Wolfgang Stach, der da Schönes damals in der Power Wrestling geschrieben hatte, wie er mit Owen Hart, er war mit Owen Hart bekanntlich sehr, sehr gut befreundet auch und hat die Hintergrundgeschichte zu diesem Match eben erklärt. Also wenn ihr ins Archiv der Power Wrestling mal schaut, wie er wirklich, wie Owen quasi mit für sich das Match entwickelt, strukturiert hat und was dann eben daraus entstanden ist. Es ist faszinierend zu lesen, was Wolfgang dort für einen Erlebnisbericht damals noch mitgeschrieben hat. Das habe ich aus irgendeinem Grund noch im Kopf, aber das hat es ja auch ausgezeichnet, was wir im Magazin halt damals gelesen haben. Deswegen ein Gruß an dieser Stelle an Wolfgang. Diese Geschichte ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Die will ich ihm jetzt einfach nicht weggreifen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wolfgang hat es ja auch im einen oder anderen Interview dann selber genannt und das hat dieses Match dann eben auch besonders hervorgehoben, was es dann eben für uns zu sehen gab zwischen zwischen Owen Hart, pardon, natürlich dem Bruder von Bret und dem British Bulldog. Und das Besondere, sie waren beide Tag Team Champions und sie hatten so eine kleine, ja schon nicht Eifersucht, eher Neid. Unterschied Neid und Eifersucht, das war durchaus so Neid, der so zwischen den beiden sich so entwickelt hatte, zwischen Owen Hart und dem British Bulldog. Und gerade dieses Match war dann die Möglichkeit, nachdem wir das über Wochen vorher schon so gesehen hatten, vor allem bei Owen Hart war das zu erkennen, war hier die Möglichkeit, das Ganze in ein Match. Wer ist der Bessere? Und werden sie sich beide ans Reglement quasi halten? Der British Bulldog, eigentlich waren beide so die Bösewichte, auch in den USA. Nur
In Europa ist der British Bulldog, auch in Deutschland, gerade in Deutschland ist der British Bulldog unumstritten die Nummer 1 in der Fangunst. Und das war hier auch zu spüren. Ich hatte so wirklich diese Vibes von der European Rampage Tour im Jahr 1992 nochmal gehabt. Das kurz nach WrestleMania, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Die Stimmung war entsprechend einmalig. Ich glaube, uns als deutsche Zuschauer hat Raw in Berlin einen anderen Stellenwert als für einen US-Zuschauer, weil es eben was Besonderes war. Wir dürfen allerdings auch anerkennen, es war nicht diese Riesenshow. Es war nicht diese Lightshow, warum du auf Wrestling guckst. Du guckst eben Wrestling nicht nur, hey, das geile Match, was es ist, das ist ein Teil davon. Du willst natürlich auch Matches sehen. Das gehört dazu. Name on the marquee. Das ist das Klassische, was du im Wrestling sagst. Ne? Und na, die Erscheinung, weil du eben eine Fernsehsendung hast, Television. Und die Vision hat nicht gepasst. Es wirkte dunkler und das war alles, auch vom Sound war es nicht so, wie du es gewohnt hattest. Vor allem, wenn du parallel WCW Monday Night Show hattest, denn dagegen lief es eben auch parallel Raw in Berlin damals. Und die die Einschaltquote, nicht die Zuschauerquote, das ist Blödsinn, Zuschauerzahl, Einschaltquote, hat das auch entsprechend wiedergespiegelt, wurde dann auch zum Anlass genommen. Okay, Wrestling, dieses klassische mit einem langen Match am Ende, das ist dann nicht so das richtige Stilmittel, um gegen die WCW anzugehen. Und hat wirklich so einen richtig einschneidenden Punkt gehabt. Also Raw in Berlin war einer der wichtigsten Wendepunkte Richtung Attitude-Ära für WWE. Weil da war, jetzt ist vorbei. Vince McMahon sagt, vorbei. Dieser Stil funktioniert nicht. Und da kam dann ein Vince Russo mit ins Boot und da wurde alles auf links gekrempelt. Und es hat nicht lange gedauert, bis auch das Erscheinungsbild der Sendung sich verändert hat. Und damit meine ich nicht einfach nur Rampe oder sonst was, sondern die Art der Produktion der Sendung, der Inhalt der Sendung, was wir als Storylines bezeichnen in Wrestling. Das ist ja nichts anderes. Das hat sich nicht, ja doch relativ schnell, ich wollte schlagartig sagen, doch relativ schnell eben angepasst. Und das war eben der Wendepunkt. Und deswegen kannst du sagen, so großartig das Turnier war und so schön es auch war, dieses Match am Ende, es war für Konnoisseure zwischen dem British Bulldog und Owen Hart, das Finale um den Europa-Champion-Titel, unbestritten. Nur da ist der Beweis, dass Konnoisseure das Wrestling nicht groß machen. Das ist schön auch mal, um sich zurückzulehnen und zu machen, nur das ist zu speziell. Und das war dann leider dann auch mit, was das künftige Schicksal des Europa-Champion-Titels eben auch mit eingeleitet hat. Dass dieser Anfang eben so grandios war, nur kam nicht an. Am Ende zählt immer die Einschaltquote, gerade im Fernsehen. Am Ende zählt, wenn du ein Live-Event machst, die verkaufte Ticketzahl. Da können Leute noch so sehr drüber jubeln. Wir wollen das und laut im Netz jubeln oder machen. Oder damals, dass du sagst, das wollen die Leute, rück es ins Behältnis. Wenn wir es heute sehen im Internet, aha, 400 Leute haben das gesagt. Ist das von den 400 Leuten, sind das vielleicht 10 Leute, die das mit 5 verschiedenen Accounts machen? Und wenn wir es runterbrechen, sind es vielleicht nur 50? Im Verhältnis zu 2 Millionen, die das im Fernsehen sehen? Wie können wir das einordnen, das Ganze? Das ist das Wichtige. Und wenn du nicht viel Erfahrung im Fernsehen hast, dann tendierst du dazu, das überzubewerten und machst die falschen strategischen Entscheidungen. Das ist gefährlich, wenn du das darauf auslegst. Und der braucht einen Titel und der braucht einen Titel, weil ich habe das irgendwo gelesen. Und dann haben seine 10 Fake-Accounts das gemacht oder seine 10 Freunde, ist völlig egal. Du richtest dein Produkt nicht darauf aus. Und hier war es so, die Quote stimmte nicht, das ist nicht mehr das Mittel, das wir machen können, weil die WCW rennt uns den Rang ab. Die haben uns schon irgendwo gelassen und jetzt schenken wir auch noch die Märkte her. Das wäre die größte Gefahr gewesen. Deswegen, Raw in Berlin war einschneidend für die weitere Entwicklung von WWE als Unternehmen. Für uns, als die natürlich emotional damit drin hängen, negativ. Natürlich belastet.
Es hat ja auch sehr lange gedauert, bis 2024 und dann war SmackDown wieder in Berlin. Also, das sind natürlich dann nochmal neue Voraussetzungen. So, ein Europäer wird Europa-Champion. Ideal eigentlich, wie du starten kannst. Auch das Match. Also rein, wenn du's so schaffen willst, hatten wir die Voraussetzung gemacht, dass du alles richtig machst, damit dieser Titel in einem tollen Rampenlicht präsentiert wird. Der Titel in meinen Augen, wunderschöner Titel. Also das Design gefällt mir klasse. Natürlich auch, weil die griechische Fahne da oben ist, die deutsche Fahne mit sehr präsent ist. Mir hat es schon sehr gefallen. Viel Gold. Nochmal, ich kann nicht hier alle Titel voll klatschen. Ne? Also wenn ich Platz hätte, der Europatitel wäre durchaus auch ein Titel, den ich einfach vom Design her mag. Genauso wie den klassischen WCW US Champion Titel. Den mochte ich auch mit dieser kleinen, dezenten US-Flagge. Habe ich riesig gemocht. Also es sind so zwei der Titel, die in mein Wrestling-Museum quasi noch reinpassen. Und es war geschaffen dadurch, British Bulldog, Champion, positioniert. Er war einfach der Repräsentant. So, und die Idee natürlich dahinter, wenn du so einen Titel machst, der muss was Besonderes sein. Er muss Europa repräsentieren und er muss auch da ausgefochten werden. Ob so die ursprüngliche Idee zu 100% war oder nicht, Bruce Pritchard äußert sich natürlich auch in seinem Podcast da dazu, dass es durchaus eine Idee war. Nur der Alltag holt einen ein. Das kommt dann auch dazu. Wo sind wir bei WWE damals gewesen? Es gab den WWE Champion Titel, den Winged Eagle Titel, den Intercontinental Champion Titel, den hier unten. Also wenn ich jetzt noch den Tag Team Titel hier unten hätte, das ist auch ein Titel, den ich gerne will, den klassischen Tag Team Titel. Das waren die Titel, die es gab. Und es wurde ein King of the Ring ausgefochten. So, und jetzt hast du noch einen vierten Titel zusätzlich gehabt. Du hattest damals eine Dreierkrone. Du hattest diesen Grand Slam, wie er dann später war, dass du 4 Titel gewinnst. Hattest du damals einfach nicht. Das heißt, du hast noch etwas Besonderes hervorgehoben. Du hast einen zusätzlichen Titel im Gegensatz zur WCW. Bei der WCW war es ja anders. Das heißt, du hier WCW-Titel, den US-Titel, den ich angesprochen habe, Tag-Team-Titel gehabt, plus den Television-Titel hattest du ja damals noch. Und der Television-Titel, Zeitlimit, hatte ja auch eine ursprünglich andere Bedeutung. So, jetzt hast du den Europatitel, der eigentlich im Idealfall nur in Europa ausgefochten wird. Also und der eine Europäer hat jetzt den Titel gewonnen. Das ist schon okay. Das kannst du machen. Ändert sich jetzt nichts Großartiges für das Produkt in den USA. Bis natürlich der Alltag kommt. Hey, der ist doch Champion, der kommt raus mit dem Titel. Du willst ihn mit dem Titel eben auch rauskommen lassen. Weil es ist ja bei Raw passiert, es ist nicht einfach bei einer Live-Tour passiert, wo keine Fernsehkameras mitliefen, sondern das war Raw. Und du hast den Champion präsentiert und irgendwann kommt der natürlich in die Storylines, in die Auseinandersetzungen, die du zwischen den Leuten dann eben auch hast, mit ins Spiel. Und da ist das Wichtige. Wie hat ein Titel eine Bedeutung? Er hat dann eine Bedeutung, wenn Hochkaräter sich um dieses Gold streiten, um dieses Gold kämpfen. Weil wenn Hochkaräter A den Titel von Hochkaräter B haben will, ich will dieser Champion sein, dann spielt es eine Rolle. Wenn's gar nicht, wenn da kein Titel mit im Spiel ist und diese Besonderheit, ich will diesen Titel von dir, nicht dabei ist, dann verliert der Titel eben auch eine Bedeutung. Oder wenn sich zwei um einen Titel streiten, wo du denkst, ja okay, aber da habe ich keine große emotionale Bindung zu. Du hast als Zuschauer die größte emotionale Bindung, je größer der Star eben ist. Und dadurch, wenn dann noch der Titel zwischen diesen beiden ausgefochten wird, dann hat dann hat der Titel auch noch eine viel höhere Bedeutung, als man quasi im Ansatz schon so dachte. Und das war aber ein Europatitel. Und die erste Titelverteidigung bzw. der erste Titelwechsel kam dann zwischen zwei Hochkarätern. Der British Bulldog gegen Shawn Michaels, das war bei One Night Only. Und auch da, die Positionierung des Matches, es war der Main Event. Shawn Michaels, WWE Champion. Natürlich war es in der Rivalität Shawn Michaels mit diesem Mann, mit Bret Hart. Alles im Hinblick auf die Survivor Series. Und Hart Foundation gegen DX hatte sich richtig extrem aufgebaut. Und dadurch hatte dieses Match eine ganze Menge Pfeffer. Und Emotionen noch oben drauf war der British Bulldog mit seiner, das Match seiner schwerkranken Schwester eben auch noch gewidmet hat. Das Publikum
Heimpublikum beim British Bulldog bei One Night Only. Also bei dem UK Pay-Per-View, was du noch hattest. Wieder für den europäischen Markt ein Pay-Per-View gemacht. Das war hauptsächlich dafür gemacht. Live-Publikum, Leute haben dort das Ganze gekauft hauptsächlich. Weil dort eben auch zur besten Uhrzeit ausgestrahlt wurde. Und dann ist das Match, Shawn Michaels gewinnt. Mit dieser ganzen Emotion, die ich geschrieben habe. Und da sind wir beim Begriff, was für eine Heat erzeugst du im Wrestling? Es gibt, also rein vom Bild, es gibt die Heat, wo du sagst, das ist gute Heat. Hulk Hogan, Bash at the Beach. Es war so, okay, jetzt wollen wir ihn auch endlich ausbuhen und wir schmeißen den Ring mit Müll. Shawn Michaels gewinnt gegen den British Bulldog, wird Europa-Champion und auch Müll. Wir wollten den doch nie jubeln sehen. Wir wollten nie, dass der Bulldog das, also innerlich so ein ganz klein, dass er den verliert. Und mit dieser ganzen Emotion, die da mit bei war, was ist hier gerade passiert? Das ist Go-Away-Heat. Ric Flair wird in Horseman Country von Curt Hennig betrogen bei Fall Rolling, wird die Käfigtür gegen den Kopf gehauen. Das ist Go-Away-Heat. Wenn du so etwas dann auch noch vor allem am Ende machst, wo du eigentlich das so aufbaust, die Geschichte so aufbaust, am Ende gewinnt mein Held und er zahlt es diesem Drecksbösewicht heim. Und auch noch bei mir in meinem Wohnzimmer. Und dann passiert das nicht. Dann, wieso habe ich jetzt eigentlich wieso habe ich jetzt Ticket hierfür gekauft? Wieso habe ich ein Pay-Per-View hier gerade Geld bezahlt? Wieso bin ich mit meiner Familie hingereist? Ich habe ein Ticket für mich, für die Kinder. Und die sehen dann auch noch sowas. Eine schwerkranke Frau, die Schwester, der wird das gewidmet. Und am Ende sehe ich weinende Kinder. Und zwar echte Weine. Das ist Go-Away-Heat. Und das ist etwas Gefährliches, was du dann eben auch mit schaffst. Und da war der Europatitel mittendrin. Und dafür wurde er Mittel zum Zweck. Du kannst sagen, ja, es macht nichts, die Leute haben darüber geredet. Du versuchst dich immer als Promoter, wenn du weißt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und die triffst du. Und du weißt es. Du weißt, wenn du bookst, wenn du eine Veranstaltung machst, du weißt sofort, ohne zu überlegen, du brauchst ein mittelmäßiger Promoter. Nein, jeder Promoter braucht keine Boards oder Dirt Sheets oder sonst was lesen. Der ist in der Halle, der weiß sofort, wann er eine gute Entscheidung getroffen hat und wann er eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Der muss nicht gucken, was hat der und der geschrieben. Der weiß, und er sieht es spätestens bei der Abrechnung der Veranstaltung drauf. Und da, natürlich, wenn du es weißt, versuchst du Schadensbegrenzung zu betreiben und zu sagen, oh, okay, vielleicht, ja, die Leute haben ja entsprechend reagiert, darauf können wir aufbauen. Ja, musst du ja tatsächlich darauf aufbauen, weil dir bleibt nichts übrig. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Und wenn du diese Entscheidung triffst, und manchmal funktionieren ja solche Entscheidungen auch. Manchmal gehst du ein Riesenrisiko ein. Hulk Hogan, Bash at the Beach. Es hätte richtig in die Hose gehen können. Das waren ja auch die Sorgen damals von Hogan. Und hier ist es komplett in die Hose gegangen. Es hat die Ex natürlich als die ultimativen Bösewichte noch einmal gesteckt, was der Hintergrund ist. Da wurde viel spekuliert, dass Shawn Michaels Politicking, wurde da genannt, wurde nie in der Form bewiesen. Und Shawn Michaels hat viele Dinge auch zugegeben. Und ich war kein großer Shawn Michaels-Fan zu der Zeit, ohne jede Frage. Und ich habe mich auch nicht begeistert, als das passiert ist. Ich könnte jetzt mit rein spekulieren und machen, sondern ich gehe einfach nur damit um. Ich kann verstehen, warum du als Promoter auch mal so eine Entscheidung triffst. Wenn du auch als Booker das machst, sag, ich will jetzt wirklich was. Denk dran, wo wir gerade sind in der Zeit. WWE steht mit dem Rücken zur Wand und du musst wilde Sachen einfach probieren. Und das ist halt dem Repräsentanten Europas in England, in seiner Heimat und dann mit seiner Schwester, die danach auch noch mit bei ist. Nein, das macht doch jeder, dass der Gute dann gewinnt. Wir müssen das Ganze umdrehen. Nur das sind Harakiri-Entscheidungen. Das sind keine langfristig durchdachten Entscheidungen. Wenn das passiert, okay, da sind wir nämlich wieder beim Thema. Was ich euch jedes Mal bei jedem Review sage, sei es für PLE oder für SmackDown. Das Ergebnis im Wrestling ist nicht wichtig. Das Wichtige ist immer, was passiert danach. Wenn ich mir nie Gedanken gemacht habe, als Booker, was passiert danach? Klar, dann bleibe ich auf dem Ergebnis hängen, das ich hier gerade gemacht habe. Und da merkt ihr jetzt gerade was, oder? Und somit
haben wir dann die Regentschaft. Rein vom Namen, Shawn Michaels ist ein großer Name, war Doppel-Champion, Grand Slam-Champion. Der erste, der dann WWE-Titel, Intercontinental-Titel, Tag-Team-Titel und den 4. Titel, den Europatitel gewonnen hat. So, und jetzt denkst du eigentlich, ist er immer noch stark positioniert und hat dann in den USA Fernsehsendungen natürlich auch weiter Präsenz gehabt, weil Shawn Michaels die ganze Zeit rausgekommen ist mit dem Titel. Das heißt, so übel ist es gar nicht, weil er ist ja immer noch da und vielleicht kann ihn ja jemand entthronen, dass der British Bulldog, dass ihm es gelingt, dass Bret Hart es gelingt, dass es Owen Hart plötzlich gelingt, dass es jemandem gelingt, ihm dieses Gold wieder abzunehmen, damit diese dramatische Niederlage für den British Bulldog wieder wettgemacht wird oder ein Rückmatch in England oder irgendwo in Europa, dass diesem Bösewicht von der anderen Seite, dass da der Ausgleich irgendwo kommt. Shawn Michaels hat seinen Titel an seinen besten Kumpel Triple H, Hunter Hearst Helmsley, verloren, indem er im Endeffekt den Fingerpoke of Doom gemacht hat. Da sind wir wieder ins Spiel. Es war bei einer Weihnachtsausgabe von WWE am Ende des Jahres 1997, was da zu sehen war. Seltsamerweise darüber redet keiner, was da war. Ich weiß es noch, war einfach dieser Weihnachtskranz um das WWE-Logo war. Das fand ich großartig. Und Commissioner Slaughter hatte ja mit DX eine ziemlich große Auseinandersetzung zu der Zeit. Klar, der Offizielle und DX auf ihre Art dagegen. Und da war ja dann die Hart Foundation auch inzwischen weg. Und da hat dann Commissioner Slaughter quasi gesagt, so, jetzt werde ich euch eins mal reinwirken und Shawn Michaels muss seinen Titel verteidigen gegen Triple H. Und dann gab es dieses Match bei Raw und was passierte? Dieses Übertriebene, wie Triple H in den Seilen hin und her gelaufen ist, sich auf Shawn Michaels ganz spektakulär fallen lässt. Und er pinnt Shawn Michaels, weil sich Shawn Michaels hingelegt hat, der noch vorher gesagt hat, oder immer die Jahre, und das war ja auch die Geschichte des Montreal Screwjob. Heartbreak Kid, Shawn Michaels, doesn't lay down for anybody. Also Shawn Michaels legt sich für niemanden hin und er hat sich hingelegt. Und im Endeffekt hat er damit, er hat Commissioner Slaughter aufs Kreuz gelegt, beziehungsweise DX hat das gemacht. Und er hat seinem Kumpel den Titel geschenkt. Und das ist immer eine Gefahr, wenn du einen Titel schenkst, deswegen auch Fingerpoke of Doom, da war es mit dem wertvolleren Titel. Das ist eine ganz brutale Gefahr, das zu machen, weil der Titel darunter eben auch leidet, wenn du so etwas machst. Und ich habe die Vorgeschichte erzählt. Die Vorgeschichte war eben, dass Shawn Michaels so verhasst war und die Art und Weise, wie er den Titel gewonnen hat, so hinterhältig war. Bei all dem und dann in der Heimat des British Bulldog und dann verliert er den Titel an seinen besten Kumpel in einer Scharade. Ich merke, wie ich es sage und die Luft raus ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr es nochmal guckt. Und es war ein Main-Event-Match wieder bei Raw. Ja, also auch, wo positionierst du ihn? Der war nicht irgendwo positioniert, aber da war einfach mal rübergegeben. Owen Hart war natürlich dann weiterhin noch da und dann hat die Geschichte des Europatitels eine interessante Geschichte noch in meinen Augen erhalten. Es war nicht so, dass er einfach so abgefallen ist. Das hätten wir jetzt annehmen können. Es war so, dass Triple H als Champion eben da war. Und dann war das relativ dann auch noch Pech dazu, weil Triple H verletzt war. Owen Hart gewinnt den Titel von Triple H, weil Goldust als Triple H verkleidet ist. The artist formerly known as Goldust, das war ja quasi sein Charakter, seine Charakterzüge, der war ja als alles, als Marilyn Manson und weiß ich nicht, als er mit Luna damals der Zeit rausgekommen ist. Und dann war es auch Commissioner Slaughter, okay, wenn er sich jetzt Triple H verteidigt kann, ist das auch ein Titelmatch, hat Owen Hart den Titel eben gewonnen. Dann wechselte der Titel wieder zurück. Triple H war dann wieder Champion. Das Besondere war, es war in einer hochkarätigen Rivalität, Fehde, wie es im Wrestling genannt wird. Und diese Rivalität, dadurch, dass sie so hochkarätig war, eben DX, Owen Hart, das war eines der Zugpferde eben noch, was wir da hatten. Main Event gewesen bei In Your House, DX, kurz nach der Survivor Series 97, da war es Owen Hart gegen Shawn Michaels, also du hattest immer noch diese Rivalität sehr weit oben eingeordnet. Es war nicht diese klassische Midcard-Rivalität, sondern dadurch hatte
durch diese zwei Hochkaräter dieser Titel war noch immer hier weit oben, weil es war eine Bedeutung um den Europatitel, was du eben hattest. Und ich hatte vorhin schon angesprochen, parallel Rocky Maivia als Champion, Triple H war auch davor Champion. Der Intercontinental-Titel war durchaus auf einer Ebene, wechselte vielmehr und der Europatitel hat schon sehr, sehr großen Fokus bekommen. Das heißt, der Titel hatte eine Bedeutung im US-Fernsehen. Da sind wir wieder. Eigentlich als zweiter Titel. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, was wir da hatten. Und dieser Stellenwert, der blieb auch noch weiter im Verlauf des Jahres 1998. Nach WrestleMania 14, da änderten sich ja die Voraussetzungen. Die X hatte Triple H als Anführer und es ging gegen die Nation, ehemals Nation of Domination und war dann eben die Nation. Shawn Michaels war weg vom Fenster und die X noch am Anfang die Bösewichte ausgebucht, nur immer waren sie zu cool mit den New Age Outlaws und vor allem X-Pac hat eine große Rolle gespielt. Bei dem Binge-Watch-Video 1998, da hatte ich auch den Stellenwert, den wichtigen Stellenwert von Sean Waltman, X-Pac bzw. Six als NWO-Mitglied, WCW zu WWE auch nochmal euch erklärt, wie wichtig dieser Wechsel war. 98 hatte WWE eben durch Stone Cold Steve Austin ordentlich Auftrieb bekommen. So, und diese beiden Gruppierungen, die X gegen die Nation, waren etwas, das quasi das ganze Jahr 98 dann gegeneinander ging. Und diese Rivalität hat gehalten und etwas musste quasi es musste um etwas gehen. Und worum ging es? Triple H war Europa-Champion, verlor den Titel an D'Lo Brown. Es war natürlich mit einer Menge Schmus und alles, was dazu gehörte. Und deshalb wechselte der Europatitel und es war in einer hochkarätigen Rivalität, was wir hatten. D'Lo Brown gewinnt den Titel und D'Lo Brown sollte ja eine große Geschichte mit dem Europa-Champion-Titel bis zum Ende ja auch verbinden. Kündigte sich ja auch dann in seinen insgesamt 4 Titelregentschaften aus Europa immer wieder. Und dann kam er aus Lissabon, Portugal, er kam aus Athen, Griechenland, alles war bei ihm dabei. D'Lo Brown verlor den Titel an X-Pac. X-Pac DX. Also es ging weiter in dieser Rivalität. Du hast damit eben, jetzt war der Titel inzwischen im US-Fernsehen angekommen. Der war ein alltägliches Objekt, um den es eben ging. Das war das, was ich vorhin meinte. Der Alltag hat WWE eingeholt. Und Titelwechsel erzeugen immer ein Interesse. Gerade wenn du sie sehr, sehr gesetzt machst, je weiter du Titelwechsel auseinandersetzt, desto mehr Bedeutung hatten wir. Das Extrembeispiel hier, Roman Reigns. Der hat 1316 Tage den Titel gehalten, als er ihn dann verloren hat. Dann war es ein Riesenmoment. Das ist was anderes, als wenn es nach 60 Tagen passiert. So. Und der Europatitel war halt im Fernsehen und der konnte halt wechseln. Es war nicht der hochkarätige WWE-Titel, allgemein wechselten Titel sehr, sehr viel und darunter fiel auch der Europatitel, weil du einen Überraschungseffekt hast. Klar ist auch, wenn du es zu viel machst, verliert dieser Überraschungseffekt einfach an Bedeutung. Er verpufft. Hier war es noch nicht so. Und der Titel war ja innerhalb hochkarätiger Rivalitäten hier noch zu sehen. Der Titel dann zu X-Pac, dann wieder zurück. Das heißt, er hatte damit also sag schon, die Wrestler auf jeden Fall aufgewertet. Für D'Lo Brown sehr wichtig, für X-Pac sehr wichtig, dass er zurückgekommen ist. Auch, dass es um einen Titel eben ging. Triple H, The Rock, parallel um den Intercontinental Champion Titel. Also ihr merkt, wie diese Auseinandersetzung DX gegen Nation sehr wichtig war. Hinter den Main Events bei WWE im Jahr 98, die ja von 4 Leuten geprägt waren, nämlich Steve Austin, Undertaker, Kane und Mankind. Und Vince McMahon war ein Faktor, an dem sich Stone Cold Steve Austin eben gerieben hat. Nur im Ring hattest du diese 4. Und das war dahinter eben das Wichtige. Und da waren 2 Titel eben mit im Spiel, um die es dann dauerhaft ging. New Age Outlaws waren Tag Team Champions. Also das waren die großen Stars, die im Fernsehen eben präsentiert wurden. Und deswegen war der Titel da eben noch mit drin, spielte damit eine Bedeutung, was wir da gesehen hatten. Und dann wechselte das irgendwann, dass wir nicht mehr die Nation hatten, weil The Rock nicht mehr Nation war. Und einfach die Nation in der Form ausgedient hatte, was wir hatten, was wir im Fernsehen hatten. Das war ein interessanter Wortbau, aber ist auch egal. Und X-Pac verlor den Titel an Shane McMahon.
Shane McMahon von der Corporation, die Corporation, die eben eine andere Bedeutung hatte. Und immer noch Shane McMahon, der Sohn vom Boss, die größte Rivalität, was wir dort hatten, DX gegen die Corporation. Stone Cold Steve Austin war da, aber war eine Zeit lang ja auch dort weg. Mankind spielte mit eine Rolle in dem Ganzen. Da kam eben die Corporation mit ins Bild und die Corporation in Form von Shane McMahon nimmt DX dieses Gold ab. Wunderbar, wunderbar wirklich. Das, was ich die ganze Zeit unpassend fand, war, es war der Europatitel. Es war wirklich für mich so, ja, okay, ne, es ist der Europatitel. Das war ein normaler, weiterer Midcard-Titel. Immer noch gut präsentiert, große Namen, die gegeneinander um dieses Gold gekämpft haben. Warum heißt das Ding eigentlich Europatitel? Kann es jetzt Television-Titel heißen? War so wirklich mein Gedankengang, weil das, warum es ursprünglich begonnen hatte, existiert nicht mehr. Das können wir außen vor lassen, was dort eben war. Gut. Und Shane McMahon war Champion und jetzt kommt ein entscheidender Einschnitt in der Historie des Titels, weil Shane McMahon Champion war und er hat dann bei einem Segment bei Sunday Night Heat den Titel für vakant erklärt, weil er als ungeschlagener Champion eben zurücktreten wollte. Und damit war wieder der Titel einfach so dahergegeben. Wieso kämpfe ich um den Titel? Will meinen größten Rivalen den abnehmen, um dann zu sagen, den will ich überhaupt nicht. Das ist das Problem. Wenn ich ein Jiu-Jitsu-Turnier gewinne, dann könnt ihr mir glauben, die Goldmedaille seht ihr hier. Hätte ich die Bronzemedaille gewonnen letztes Jahr, die würdet ihr da hängen sehen. Vertraut mir. Ich würde es zeigen. Ich würde das einfach zeigen, weil darum hast du gekämpft. Und das war ein Problem. Und da war ein großer Einschnitt. Und der Titel wurde dann in der Sporttasche von Shane McMahon gefunden und von Mideon gefunden und dann, ja, Mideon, dann bist du halt Champion. Und so war Mideon Europa-Champion. Und ich hatte es auch gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich wusste nur, dass Mideon Europa-Champion war. Und als ich das Jahr 99 gebingewatcht habe, da ist es wieder in Erinnerung gekommen. Und da war wirklich zu erkennen, okay, jetzt ist vorbei. Der Europatitel ist nur noch Mittel zum Zweck. Wir brauchen hier nur vielleicht mal was Überraschendes und wir geben Leuten etwas, damit sie was zu tun haben. Wenn wir ein Match ansetzen, Mideon gegen Viscera oder weiß ich nicht, D'Lo Brown gegen Viscera. D'Lo Brown wurde danach wieder Champion, damit es um etwas geht. Damit wir keine Geschichte haben. Damit wir sagen, es geht um den Titel. Das war eben die Geschichte dahinter. D'Lo Brown, wie gesagt, wurde dann relativ schnell Champion. Das war auch eigentlich eine schöne Sache, dass D'Lo wieder Champion war. Und jetzt kommt ein weiteres Problem des Titels mit dazu. Nämlich, dass D'Lo Brown sogenannter Euro-Continental Champion war. Das heißt, er war Intercontinental Champion und Europa-Champion. Das heißt, dieser Titel ist ein Accessoire geworden für den Intercontinental Champion. Noch deutlicher kann ich nicht sagen, okay, jetzt ist so Intercontinental Champion-Titel. Dieser Europatitel, ja, das nimmt er mal ebenso mit. Jeff Jarrett hat dann den Titel gewonnen, durch Hilfe von Mark Henry beim SummerSlam. Und hat dann den Titel, Achtung, schon wieder, überreicht er den Titel an, also Jeff Jarrett überreicht den Titel an Mark Henry. Schon wieder Titel verschenkt. Wieder. Wenn hier eine Medaille hängt, die verschenke ich nicht. Und sag, du bist jetzt der Gewinner von dem. Auf gar keinen Fall. Das ist ein großes Problem. Das war schwierig, weil du in der Wahrnehmung halt immer siehst, okay, ja, jetzt haben sie es gewonnen, aber hier, für dich ist es gut genug. Und dann hieß es eigentlich zurück zu den Wurzeln, weil der British Bulldog kehrte zu WWE zurück nach seinem kurzen Intermezzo bei der WCW im Jahr 1998 und er wurde wieder Europa-Champion. Er war ein sehr kurzer Europa-Champion und der British Bulldog, der zurückgekehrt ist, war nicht der British Bulldog, wie wir ihn kannten. Er war einfach eben angeschlagen, war verletzt. Da war dieser berühmte Unfall bei Fall Brawl 98 mit dieser Peiltür im Ring und er wurde Champion. Es war so der Schritt in die Richtung, wo du sagst, ja, man verbindet den Europatitel eben dann doch mit Europa und dem Europäer, dem Aushängeschild, dem British Bulldog. Er verlor den Titel dann an Val Venis bei Armageddon relativ schnell. Und dann kam es eigentlich zu einer, für mich,
interessanten Renaissance des Europa-Champion-Titels, weil Kurt Angle Europa-Champion wurde. Und Kurt Angle ist, wenn der einen Titel gewinnt, der ist genau umgekehrt. Das ist nicht, du gibst ihm den Titel und hoffst, dass er damit irgendwie eine besondere Bedeutung, eine Wertigkeit bekommt. Er hat einen Titel und er macht den Titel zu was Besonderem. Er war Champion. Der olympische Goldmedaillensieger mit den 3's, was war das? Intensity, Integrity, Intelligence. Und das hat den Stellenwert von Kurt Angle so in die Höhe geschossen. Der war nicht irgendein Champion, weil Kurt Angle so brillant war einfach zu der Zeit. Und dann kommen wir zum ursprünglichen Problem wieder zurück. Er gewinnt sofort den Intercontinental Champion Titel, weil er zu gut ist. Er blieb nicht Europa-Champion. Also war er wieder Eurocontinental Champion. Und dann verlor er auf eine sehr interessante Art und Weise den Titel an Chris Jericho. Es war dieses Two Falls Triple Threat Match bei WrestleMania 2000 gegen Chris Jericho und Chris Benoit, wo es im ersten Fall um den Intercontinental-Titel gegen den Kurt Angle verloren hat und im zweiten an Chris Jericho den Europatitel verloren hat. Hat er an einem Abend beide Titel direkt verloren. Doch es war wirklich starke Charaktere und Superstars, die um diese Titel angetreten sind. Und es hatte eine Bedeutung. Das war mit Intercontinental Champion Titel da auf einer Ebene, was wir gesehen hatten. Es ging ja auch um beide. Und Chris Jericho war Champion, nur er verlor ihn sofort danach bei Raw nach WrestleMania an Eddie Guerrero. Und auch Eddie Guerrero mit diesem Titel. Es war so eigentlich, also da denkst du, das ist so der C-Titel, aber nein, Eddie Guerrero, Latino Heat, China, diese ganze Geschichte, die sich entwickelt hat, hat den Europatitel in ein besonderes Rampenlicht noch einmal befördert. Und hat Eddie Guerrero natürlich auch etwas mitgegeben, weil es war sein erster Einzeltitelgewinn. Es folgte danach der Intercontinental Champion-Titel. Aber ihr merkt, ne, sobald eigentlich, okay, die machen ja richtig viel mit dem Titel, schnell in den Intercontinental Champion-Titel. Die Regentschaft blieb nicht mit diesem Titel. Wäre so, als wenn Gunther Intercontinental Champion ist und dann, okay, der ist zu gut, schnell Titel wegnehmen, er muss sofort World Champion werden. Nein, da wurde die Titelregentschaft ausgereizt auf 666 Tage. Und waren es 666? Ich glaube, ja. Ne, das zeichnet es dann aus. Hier war, okay, Titel dann schnell dahin. Titel wechselten einfach viel, viel schneller. Auch da noch. 2000 sind wir hier inzwischen angekommen. Und nach Eddie Guerrero dann die Streitereien mit den Radicals. Saturn wurde dann Europa-Champion. Dann kam diese Geschichte dann eben noch mit zum Tragen. Also Titel war präsent und die Titelwechsel waren durchaus überraschend. Und jetzt waren es zumindest hochkarätige Leute, die die Titel da gewonnen haben und ihr erster Titel gewinnt. Und das Überraschende, Perry Saturn verliert den Titel an Al Snow und dann kam eine Wende. Dann kommt der zweite Europäer, der den Europa-Champion-Titel gewinnt, nämlich William Regal. Der Goodwill Ambassador kam dann ins Spiel und William Regal hat dann natürlich eine große Historie mit dem Titel gehabt und es war wichtig, dass der Europäer noch den Titel dort eben mitgewinnt. Er hat ja dann auch im Endeffekt 4 Titelregentschaften für sich dann eingenommen und da gab es dann auch immer überraschende Titelwechsel. Da kam Crash Holly mit ins Spiel. Ich weiß noch, als ich es beim Binge-Watch mir gesehen habe, ich so, Crash Holly habe ich nur mit einem Hardcore-Titel verbunden. Der war Europa-Champion, 0 auf der Uhr gehabt. Der Titelwechsel gegen Test war dann natürlich auch noch eine sehr große Sache. Das war so eigentlich auf dem Niveau Chris Jericho, Eddie Guerrero, nur bei Test. Es hat bei Test nach dieser Hochzeit, die Triple H Stephanie war, wo Test am Altar quasi erfahren hat, was passiert ist. Danach hat es nicht so geflutscht, wie es hätte in meinen Augen, für mein Gefühl, hätte flutschen müssen. Es hört sich an, ja jetzt Test Europa-Champion, nur es hat nicht funktioniert. Verlor dann den Titel bei WrestleMania 17, auch für mich natürlich sehr bekannt, weil WrestleMania 17 eben eine großartige Veranstaltung. Und dann haben wir wieder Eddie Guerrero als Europa-Champion. Und dann kommt eine relativ schnelle Geschichte, die auch hier, wie ihr merkt, dann am Ende sehr, sehr schnell erzählt wird im Power Wrestling Artikel. Nachdem Eddie Guerrero Champion war, Matt Hardy wurde Champion. Und da denkst du auch so, okay, Einzeltitel, den du eigentlich als Star im Tag-Team-Bereich kennst. Und die Hardys waren so groß, die waren Popstars. Jeff Hardy war ja kurz Intercontinental Champion gewesen im Jahr 2001. Jetzt gelingt Matt Hardy der Durchbruch. Es war lange Champion, aber es war sehr ereignislose Titelregentschaft. Und
da passte es einfach nicht, gerade zu der Zeit im Jahr 2001, was wir alles gesehen hatten. Und Titel wechselten dann relativ auffällig hin und her. Der Stellenwert des Titels nahm wiederum aufgrund der Umstände ab, weil wir eben im Frühjahr, im Sommer 2001 sind und da kam die Invasion Story eben mit ins Spiel und als die WCW rüberkam, kamen auch die WCW-Titel eben mit. Und das verdoppelt mal eben das ganze Spektakel. Ein Glück, dass der Television-Titel nicht da war, aber die aktuellen Champions kamen dann eben mit rüber. Cruiserweight Champion kam mit rüber, US Champion kam mit rüber und äh, es war Booker T war WCW und US Champion, also den Titel hat er dann ja auch noch einfach abgegeben, auch noch wieder sowas beim US-Titel. Nur der US-Titel kam noch dazu. Da waren zu viele Titel dann einfach während der Invasion Story. Da war ja jedes Match ein Titelmatch. Schaut euch diese Sachen an, da waren nur Titelmatches. Stellt mal vor, die ECW-Titel wären auch noch dazu gekommen. Hätte es einen ECW World Television Champion-Titel gehabt. Nachdem RVD, ich glaube, 3 Jahre Television Champion war. Also das war schwierig und der Europatitel ist da völlig untergegangen zu der Zeit. Hast einen Titelwechsel gehabt mit dem Hurricane, also Shane Helms, der als Cruiserweight Champion, WCW Cruiserweight Champion rübergekommen ist. Light Heavyweight Titel hatten wir ja auch noch zu der Zeit. Also meine Güte, so viele Titel, die du gar nicht aufzählen kannst. 2 Tag-Team-Titel und eine Sendung, also Raw SmackDown, das war ja eine Sendung, das war nicht gesplittet, so wie wir es heute kennen, wie es auch angesetzt wird. Und da darunter hat der Europatitel dann mit am meisten tatsächlich gelitten. Und der Europatitel war zwar da, der Hurricane wurde dann Europatitel. Das war natürlich sehr amüsant, ihn damit zu sehen, weil eben nicht mehr Shane Helms war Sugar Shane, wobei von 3 Count war schon cool. Gewann Bradshaw den Europatitel. Ich weiß nicht, wie viele das noch auf der Uhr haben. Christian auf Alliance-Seite eben noch gewesen. Und als die Invasion-Story vorbei war, wer gewann dann? Für mich noch einer der letzten großen Europa-Champions, Diamond Dallas Page. Das war so wirklich für mich das Dankeschön. So, DDP hat noch bei WWE einen Titelrun und es war halt der Europatitel. Nur der Europatitel hatte eine Bedeutung. And that's a good thing. Mit seinen perlweißen Zähnen, die er da hatte. DDP als letzter Champion, so emotional war es für mich als WCWler natürlich im Herzen nicht so. Ja, er hat zumindest diesen Titel und er hat seinen WrestleMania-Moment natürlich auch noch gehabt, als er mit dem Diamond Cutter seinen Titel verteidigt hat. Nur war dann die Geschichte relativ schnell auch wieder beendet mit DDP als Champion. Doch dieses gute Gefühl war zumindest mal kurzzeitig da. Weil dann sind wir eben auch schon am Ende angelangt der Geschichte des Europa-Champion-Titels. William Regal hat das Gold gehabt, Spike Dudley habe ich ja gerade eben noch aufgezählt. Und dann eben Jeff Hardy. Und Jeff Hardy ist quasi der letzte offizielle verteidigende Europa-Champion. Und im Jahr 2002, da wurden dann ja die Titel vereinigt. Da wurden dann plötzlich ganz viele Titel vereinigt. Natürlich hatte es schon begonnen bei der Survivor Series 2001, als die Alliance-Geschichte, die Invasion-Story quasi beendet wurde. Und da war es ja schon mit dem Intercontinental-Titel und US-Titel, die zusammengelegt wurden, zum Beispiel. Dann kurz danach bei Vengeance mit den Undisputed Champion als WCW-Champion und WWE-Champion zusammengelegt worden. Also die ganzen Geschichten haben dann zusammengefunden, Tag-Team-Titel auch. Und die Titel hat es weitergegeben im Jahr 2002, der Europatitel. Und der wurde dann quasi vereinigt. Es gab ein Unification-Match, Jeff Hardy gegen Rob Van Dam. Eigentlich sehr interessant, dass gerade die beiden, weil das war beim Invasion Pay-Per-View ein Match, das mich völlig vom Hocker gerissen hat. Es gab auch ein SummerSlam-Match zwischen den beiden und Jeff Hardy verlor das Match. RVD als Intercontinental Champion hat dadurch quasi, weil es um den Intercontinental-Titel ging, die Geschichte des Europa-Champion-Titels dann beendet. Er gilt nicht als offizieller Titelhalter, wenn wir die Historie gucken. Nur das war quasi das Ende. Jeff Hardy, letzter Champion, RVD, Intercontinental Champion, weitergegangen. Und damit war dann das Ende besiegelt für den Europa-Champion-Titel nach gerade mal 5 Jahren. In der 1 Stunde, die ich euch das jetzt alles erklärt habe. Das ist unglaublich. Und in den 2 Seiten, die hier
das Ganze ausgelöst hat, was in der Power Wrestling war. Es ist interessant zu sehen, vor allem auch, ich habe diese Emotionen für mich jetzt gerade mal mitgemacht, wie diese große Chance gerade am Anfang war, nicht nur für den europäischen Markt, sondern wenn du einen neuen Titel reinbringst, ihn als etwas Besonderes darzustellen und wie er sich einfach verlaufen hat. Und am Ende ist es einfach nur, es ist vorbei. Und der Letzte, der gewonnen hat, der ist nicht mal der Champion davon, sondern damit ist der andere Titel einfach aus dem Gedächtnis verschwunden. Und das war's, weißt du? Die WCW hatte einen Europatitel, einen European Cup, ja ausgefochten im Jahr 1994. Da war ich ja live vor Ort, als Sting Europa-Champion wurde und diesen Pokal an seinem Geburtstag in die Höhe gestreckt hat, als er Vader besiegt hat. Also wirklich. Und der Pokal wurde dann verteidigt beim Millennium Final zwischen Sting und Kevin Nash. Der war nie in den USA, dieser Pokal. Der war nur in Deutschland. Und Axel Schulz war Gastringrichter. Das hat so diesen anderen Stellenwert, diese andere Bedeutung, die da einfach möglich gewesen wären. Es ist schön, dass er in den wöchentlichen Fernsehshows auch zu sehen ist. Na, er war ja kein Europatitel mehr. Am Ende war der völlig ein identitätsloses Gold, das gewechselt hat, das teilweise verschenkt wurde. Und das war das dramatische Schicksal des Europa-Champion-Titels, das wir gesehen haben, auch nochmal im Gegensatz zu dem von der WCW. Natürlich bei der WCW hat er nicht so einen großen Bedeutung, Stellenwert, weil zweimal nur darüber ging. Das will ich jetzt nicht groß und hoch jubeln. Da war es zu wenig quasi noch einmal, um das Ganze aufzuzeichnen. Und was ist jetzt die Zukunft? Gibt es eine Zukunft für einen Europatitel? Wir sind uns, glaube ich, einig, nach dem, was wir hier jetzt gesehen haben, so auf diese Art geht es nicht. Weil er repräsentiert ja nicht Europa damit. Du hast die Möglichkeiten jetzt allerdings. Ludwig Kaiser ist rausgekommen bei SmackDown Berlin, hat vor seinem Match gegen Alain Hart gesagt, wenn ich gewinne, dann werde ich den US-Champion, dann werde ich Europa-Champion. Und die Fans haben reagiert. Auch das hat der Sebastian Hoffmann, in seinem Fazit noch einmal genannt. Und das möchte ich auch dazu einmal vorlesen. Also, was als sensationelle Idee während der Deutschland-Tour mit einem der besten Matches in der WWE-Geschichte begann, wurde schnell zu einem der weniger bedeutsamen Titel. Strahlkraft des Intercontinental-Titels war unerreichbar. Wiederbelebung, auch Sebastian meint das Ganze eben, des WCW-US-Titels ließ keinen Platz mehr für den Europatitel, also er nennt auch die Invasion-Story. Für NXT wäre er unpassend. Doch während der NXT UK-Phase hätte er mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt lenken können. Ludwig Kaiser deutete bei SmackDown an, den US-Titel in der WWE-European-Titel umzuwandeln, was großen Jubel auslöste. Wir waren dabei. Doch ich vermute, wir werden diesen Titel nicht mehr sehen. Ein kleiner Funken Hoffnung bleibt, bis WWE 2K24 war der Titel noch in den Videospielen enthalten. Interessanter Hinweis, ich glaube, bei den Videospielen ist das, weil Videospiel-Booking. Also, diese Andeutung von Ludwig Kaiser ist natürlich interessant, nur da dürfen wir nicht zu viel reininterpretieren. Und es ist klar, dass uns so etwas freut. Und im Endeffekt kann ich es auf dem Niveau auch machen, als Lance Storm bei der WCW US-Champion wurde, hat er den Titel umbenannt mit Canadian Champion. Er hat einfach einen Aufkleber drüber gemacht. Da gab es ja noch mehr. Ne? Also da waren ja alle Titel dann plötzlich mit besonderem. Der Saskatchewan Hardcore-Titel, ich weiß gar nicht mehr, was da alles passiert. Das ist jetzt eine andere Geschichte für ein anderes Video. Und ist es auf die Art, meinst du wirklich Europa? Du hättest natürlich andere Voraussetzungen. Du hast mehr Veranstaltungen in Europa. Du hast viel mehr Europäer. Also Ludwig Kaiser ist ja einer. Und wenn die sich darum streiten, darum anzutreten, Sheamus hast du da, Finn Balor hast du da, Gunther hast du da, Giovanni Vinci hast du noch im Rennen. Da haben wir noch einen Franzosen, einen Spanier, Axiom haben wir da. Da können Leute eben noch mit ins Spiel kommen. Ich habe ganz viele, die ganzen Engländer habe ich gar nicht aufgezählt, was wir da haben. Und damit hättest du zumindest eine Option, das Ganze zu machen, wenn du es auf diese Art machen willst, dass du sagst, es ist ein Europatitel. Andererseits, was bringt er mir? Wird er dann der nächste Crown Jewel-Titel, den wir dann haben? Möchten wir das haben? Das ist die Gefahr. Es ist einfach zu sagen, ja, ich mache einen Titel. Ich schaffe einen Titel. Mache ein cooles Design dazu. Das ist die eine Sache. Du bist in einer Fernsehsendung. Wie kannst du diesem Titel ein Gehalt geben und dass Hochkaräter darum sich streiten
und dass es bedeutsam ist, diesen Titel zu halten. Und nicht, dass der Titel gehalten wird und dann ist er ein Accessoire. Das, was ich auch meine. Das kann ich als weiteren Grund aufzählen, dass der Europatitel wie eine Handtasche getragen wurde zum richtigen Intercontinental Champion Titel. Das tut dann auch nicht Not oder Note, das war Norddeutsch. Oder andersrum, ist ja völlig egal. Der eigentliche Titel ist der Intercontinental-Titel und der Europatitel, ja, den nehme ich mal mit. Den verschenke ich dann, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das funktioniert dann nicht. Der braucht seinen eigenen Stellenwert. Wie kannst du ihn hervorheben? Dürfen nur Europäer antreten? Darf er nur in Europa ausgefochten werden? Nur ist das der richtige Weg? Kannst du einen anderen Weg irgendwie finden? Und da bin ich auf euch gespannt. Denn ihr habt auch schöne Ideen und da können wir dann sind wir wieder beim Brainstorming-Booking, Ideen zu verbinden. Vielleicht geht nicht nur das, wir haben gesehen, wie es nicht geht. Aber vielleicht hat einer auch so die Idee, ja, man könnte es auch so machen, wo ich gar nicht dran denke. Oder ja, in Europa, aber nur dann. Oder es dürfen Amerikaner nur antreten, wenn. Also, es gibt Optionen oder du hast eine Show, die nur in Europa dann ausgestrahlt wird, wo das der höchste Titel wird. Alle Möglichkeiten hast du. Ich denke, wir reden jetzt einfach frei drauf los. Das ist das Wichtigste im Brainstorming und nicht, was sind die finanziellen oder die Rahmenbedingungen, die das Ganze einschränken, sondern einfach, was könnte der Weg sein, wenn man so einen Titel will? Und danach lechzen wir als Europäer. Klar, die Amerikaner denken, ja, macht doch, was ihr wollt mit eurer Europameisterschaft. Also von daher, nur vielleicht ist das ja ein guter Weg, wo du als Unternehmen dann sagst: „Das habe ich gebraucht.“ Und vielleicht brauchen wir es tatsächlich wieder. Das wäre so mein Fazit, denn da steckt eine Menge Emotionen drin, wie ich es auch gerade merke und eine Chance ist bestimmt noch einmal drin, das zu machen. Oder ihr sagt: „Auf gar keinen Fall wieder so ein Titel.“ Kann auch sein. Würde mich richtig riesig interessieren, wie ihr dazu steht. Danke, dass ihr bis zum Ende hier dabei geblieben seid. Das freut mich von Herzen sehr, dass ihr diese Themen mit mir gemeinsam teilt. Danke an die Power Wrestling. Ja, danke an die Power Wrestling, die mich inspiriert hat. Der liebe Sebastian Hoffmann und auch Wolfgang Stach hat ja einige Erwähnungen gefunden. Für die Inspiration für dieses Video, es hat hier stattgefunden. Nicht vergessen natürlich auch die Back to Wrestling Videos findet ihr hier in der Power Wrestling. Das ist dann auch immer ganz schön natürlich dann zu sehen. Freut mich umso mehr natürlich diesen Weg dann dort auch zu erkennen. Wir haben einiges Neues natürlich vorbereitet für die nächsten Wochen aus dem Back to Wrestling Kompetenzteam. Wir haben sogar das Kreativzentrum gezeigt. Ich habe Nationalitäten hier natürlich angesprochen. Das Thema wird hier aufgegriffen mit Wrestler und ihren Nationalitäten, darf ich schon mal verraten. Es wird im größeren Rahmen stattfinden, das darf ich schon bringen, ähnlich wie das Bloodline-Video, also freut euch auf jeden Fall drauf. Abonniert gerne den Kanal, schaltet Benachrichtigungen ein, damit ihr dann auch entsprechend dabei seid. Hat mich gefreut, mit euch dieses Thema zu diskutieren und zu besprechen. Bin sehr gespannt, wie ihr die Geschichte des Europa-Champion-Titels noch in Erinnerung habt. Also entsprechend bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Wrestling-Woche. Ah ja, Merch-Aufruf wäre ja noch schöner. Mein Merch unter getshirts.de/valandizanti nicht vergessen oder im SA Wrestling Shop ProWrestling.t/valandizanti. Wer noch besser gewinnt, ganz zum Schluss können wir das machen. Also, ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.